Im letzten Abschnitt sprechen wir darüber, ob Kognition und Emotionen auch trainiert werden können. Hier eine Prüfungsfrage. Eine Patientin antwortet ihrer Ärztin auf die Frage, wie sie mit ihrem hohen Arbeitsstress zurechtkommt, mit den Worten: Ich weiß, dass alles halb so wild ist. Wenn ich eine todbringende Erkrankung hätte, das wäre schlimm. Wie nennt man diese Stressverarbeitungsstrategie? Ist es eine Bagatellisierung, eine Verdrängung, eine Flucht, eine Ersatzbefriedigung oder eine Relativierung? Donald Meichenbaum hat ein sogenanntes Stressimpfungstraining entwickelt, und dieses Stressimpfungstraining hat das Ziel, dass man, wie der Name es schon sagt, sich Stresssituationen aussetzt, also ähnlich wie in der Konfrontationstherapie, bloß eben jetzt direkt in Stresssituationen, und dann versucht, diesen Stress ganz klar zu reduzieren. Ja? So, das heißt also, es kommt zu einer Informationsphase, das bedeutet also, da wird ein Sorgenmodell erstellt, um zu gucken, was den Stress überhaupt ausmacht. Dann kommt es zu einer Übungsphase und dann zur Anwendung der Stressreduktion. Hier haben wir so ein Beispiel in der Verhaltensanalyse, also im Sorgenmodell. Nehmen wir mal als Situation eine bevorstehende Prüfung. In der Organismusvariable finden wir ein in der Lerngeschichte erworbener guter Ehrgeiz, ein durch hoher Leistungsanspruch gekennzeichneter Erziehungsstil. Und auf der physiologischen Ebene der Reaktion sehen wir Herzrasen und Schwitzen, auf der kognitiven Ich schaffe das nicht, auf der emotionalen Panik und auf der Verhaltensebene Unterbrechung des Lernens durch katastrophisierendes Denken. Was sind die Konsequenzen, wenn man sich sozusagen mit den katastrophisierenden Gedanken beschäftigt, also was ja sozusagen der Stressor ist, dann wird sozusagen die Beschäftigung mit dem Lernen unterbrochen. So, das heißt also, hier kommt es zu einer Entwicklung, zu einer Verstärkung der Angstreaktion und die innere Stabilität nimmt ab. Das Ganze kann häufig auftreten und kann aber auch kurzfristig auftreten. Selten allerdings, wenn das nicht ganz bewusst unterbrochen wird, tritt das auch langfristig auf. Wie kann man das jetzt verändern? Wenn man jetzt den Stressgedanken, stressverarbeitende Gedanken gegenübersetzt, was Sie dann auch nochmal persönlich im Seminar üben werden, hätten wir hier sowas, zum Beispiel der Stressgedanke, ich schaffe das nicht. Ne? Dann der stressverarbeitende Gedanke, andere haben es auch geschafft. Dann der Stressgedanke, jetzt geht das wieder. Ne? Ein möglicher stressverarbeitender Gedanke, erstmal tief einatmen. Oder solche Katastrophengedanken wie, das mag ich nicht. Ich versuche, wie viel ich mir heute merken kann. Ja, wäre die konzentrative, sozusagen stressverarbeitende Strategie. Oder auch, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Stressverarbeitung, ich rufe meinen Freund. So. Und dann kommt es zur Übungsphase. Das heißt also, wo sich der Mensch auf den Stressor vorbereitet. Die dient auch der Orientierung und der Klarstellung, was zu tun ist. Zum Beispiel, ich will mir jetzt keine Sorgen machen, ich denke jetzt lieber darüber nach, was ich tun kann. Ja? Oder der nächste Punkt, dass man sich mit dem Stressor konfrontiert. Das heißt also, der Patient soll sich in dem Moment daran erinnern, was er angesichts einer stressenden Situation tun könnte. Zum Beispiel sich in kleinen Schritten mit der Situation auseinandersetzen, sich entspannen. Zum Beispiel wie, du kannst die Situation bewältigen, mach eins nach dem anderen, jetzt bloß nicht in Panik. Also atme durch und entspann dich. Und dann auch zu gucken, wie man mit dem Gefühl der Überwältigung klarkommt. Das heißt also, der Ernstfall wird gedanklich vorweggenommen und die drohende Panik wird auch sich richtig vorgestellt. Und dann wird eine Atemübung durchgeführt und auch kognitiv gegenreguliert. Das heißt also, die Angst ist zwar nicht abzuschalten, aber sie kann über die Zeit weniger werden. Ich kann damit umgehen. Ich kann die Angst ertragen. Ja, weil viele auch den Fehler machen, dass sie denken, sie müssen keine Angst haben. Das ist nicht das wirkliche Ziel, sondern es geht eher darum, damit zurechtzukommen. Und dann im Sinne der operanten Konditionierung die Selbstverstärkung, die eben dazu dienen soll, dieses Bewältigungsverhalten in mir selber auch zu stabilisieren. Es hat geklappt, ich habe es geschafft, ich habe Fortschritte erreicht. Ich war schon nicht mehr ganz so doll aufgeregt. So, jetzt sind wir schon fast am Ende mit unserer Vorlesung. Ich bringe noch einen ganz kleinen Film, bevor wir die Frage beantworten. Und zwar geht es hier um den Begriff der kognitiven Umstrukturierung, weil der eben auch häufig in den Prüfungen gefragt wird. Und da geht es im Prinzip darum, zu gucken, was wir eben auch gemacht haben, wie kann ich
meinem Stressgedanken etwas Stressreduzierendes entgegensetzen. Ja, wie kann ich das schaffen? Gucken wir uns mal hier ein Beispiel an. Im Seminar werden Sie dann noch über mehrere Beispiele sprechen. Hi, my name's Lois Francis, and in this short video, I'm going to be talking to you about how to relieve stress by stopping negative thinking. Now, your brain is absolutely amazing. It can do so many things and it has capacity far beyond what most of us use. It's rather like a computer sitting on the top of your neck. The only drawback with it is that it thinks in very simple terms. Now, if I say to you, don't think of an elephant or don't think of a lion, what do? I'm pretty sure you've probably brought pictures of elephants or lions into your mind. And this isn't a trick because the difficulty for us is that your brain deletes the negative in anything that it hears. So for instance, if you say to a child, don't pick the flowers, what do? They go and pick you a beautiful bunch of flowers and bring it to you. If you've got a sat-nav in your car, you're probably really familiar with the idea that a sat-nav gives you very clear and positive instructions. So it will say, turn right at the next available turn. It doesn't say, don't carry on going straight ahead, for instance. And we need to give our brain very clear, positive instructions. So if you were to say, don't give me another drink, what your brain will hear is, give me another drink. If you say to yourself, I don't want to stress about this, then what happens? You stress about it. And if you say, I don't like being fat, what your brain hears is, I like being fat, and it can work with that, and it gets you to do all the things that make you fat. So you need to be aware of your language and what your brain is really hearing, because mixed messages conflict with what you actually want, and they cause confusion in your brain. And confusion causes stress. Your brain doesn't know what it is you really want because it's trying really hard to listen to your instructions, do what it thinks you want, and then you're not happy with the results that you get. So you need to remember the sat-nav and use very positive language. So going back to the examples I used earlier, you might say, I have had enough to drink, or I feel comfortable about managing this. And the best one, I intend to be slim. So every time you find that you have a negative thought or you give yourself a negative instruction, you need to cancel it out with a positive one and then add an extra positive one in just for good measure so that your brain really gets it what you want and you're reinforcing the positive instruction to your brain. And when you eliminate confusion in your head, it means there's less stress and you're more likely to get what you really want. I hope you find this useful. Do play with the idea I've talked about and certainly use it on yourself and check what you're saying to other people as well. And if you're getting the result or the response from them that you really intended. So, und ich möchte die Vorlesung beschließen mit einer Aussage von Einstein: "The significant problem we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them." Kommen wir zur letzten Prüfungsfrage. Eine Patientin antwortet ihrer Ärztin auf die Frage, wie sie mit ihrem hohen Arbeitsstress zurechtkommt, mit den Worten: Ich weiß, dass es alles halb so wild ist. Wenn ich eine todbringende Erkrankung hätte, das wäre schlimm. Wie nennt man diese Stressverarbeitungsstrategie? Bagatellisierung, Verdrängung, Flucht, Ersatzbefriedigung, Relativierung. Alle die das mit A beantwortet haben, diese Frage Bagatellisierung, hätten Sie richtig beantwortet. Sie werden im Seminar sich über diese Stressverarbeitungsstrategien noch intensiver verständigen. So, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.